Weil der skaliert ja, soweit ich weiß, dann auch nicht. Weil mal angenommen, du hast schon 500.000 DPS und dann einfach plus 10. Einmal bitte plus 10. Danke. So, im Flüsterton quasi so. Und Schaden plus 10. Jetzt mache ich dich fertig. Ja, Schaden plus 10. Jetzt gehe ich ab, Bro. Jetzt geht's richtig ab, Bro. Schaden plus 10. Aber bloß nicht zu laut sagen, sonst erschreckt der Boss und tötet dich aus Versehen. Muss ganz leise sprechen. Besser haben als brauchen. Es ging immer nur darum zu wissen, was der beste Wert für Damage ist. Für Damage Dealers. Und das sollte dann Crit Damage sein. Vorausgesetzt, du hast 100% Crit-Rate, aber das sollte man im Endgame ja mit den meisten Klassen eigentlich haben. Ja. Speed ist natürlich nicht schlecht. Ich meine, es kommt halt darauf an, was man macht. Aber im Endeffekt würdest du dann... Ich meine, gut, das ist ja eh so, du kannst es ja eh nicht steuern. Ich denke, weiß nicht, ob die Leute abgefuckt sind davon, dass man immer beides rerollen muss. Wahrscheinlich schon. Ich würde es wahrscheinlich so machen bei einem Damage-Dealer. Ich würde... Speed ist easy und Crit Damage ist schwer. Aber es ist nicht einfach random, das hat doch alles die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also wenn das bei dir bisher so war, dann hattest du wahrscheinlich nur Pech oder Glück, je nachdem. Es müsste eigentlich alles gleich wahrscheinlich sein. Also ich müsste nochmal die Tabelle gucken, aber soweit ich weiß, ist alles genau gleiche Wahrscheinlichkeit. Eigentlich. Wäre irgendwie sonst auch unfair. Immerhin gibt es ja legit 20 Werte, oder? Bin mir ziemlich sicher, 20 Werte insgesamt. Du hast öfter Speed bekommen. Ja gut, bei 500 müsstest du schon so 5 Millionen benutzen, um da halbwegs was ablesen zu können. Ja, so 5 Billionen wahrscheinlich. Trillionen. Trilliarden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also dann Crit Damage für Damage Dealers und für Mages. Das ist die Frage, ne? Für Mages gibt es magische Kraft als Wert? Nicht, ne? Ja, dann wäre es Int und Magiebeschleunigung. Je nachdem. Nope. Ja. Ja, dann Int und Magiebeschleunigung. Das ist sonst nichts. Meine Geschwindigkeit ist schon overall nice, aber ich würde sagen, also für mich persönlich Geschwindigkeit nur Secondary Stat. Ich brauche nicht so viel Geschwindigkeit, ich war noch nie so ein Geschwindigkeitsfan. War ich schon im Flive PC nicht. Also bis zu einem gewissen Grad ja, aber das reicht mir dann eigentlich. Na gut, ein Tank ist natürlich noch nicht schlecht mit Blockrate oder Ausweichrate oder so. Oder Dex STA. Ja. Es ist schon cool, aber ich würde sagen, den mit Abstand größten Impact hat es dann definitiv für Magiebeschleunigung und Crit Damage. Crit Damage, weil es einfach Crit Damage ist und Crit Damage ist immer krass. Vor allem im Endgame. Magiebeschleunigung das gleiche. Teilweise mit gewissen Konstellationen vom Equipment schwierig zu erreichen. Macht es halt noch leichter, die 200Ks zu erreichen. Egal welches Equipment du trägst. Und alles andere, würde ich sagen, ist dann halt nice to have, aber halt nicht mehr so krasser Gamechanger. Also Tanks vielleicht noch, aber ich meine, ein Tank muss ja sowieso schon ziemlich gute Grundsets haben. Wenn dein Tank erst zum Tank wird durch dein CS, dann hast du gleich irgendwas falsch gemacht. Ich werde aber noch lange warten, bis ich zu rerollen werde. Das kostet mir zu viel Geld. Es kostet mal zu viel Geld. Ui. 500k each? Ja. Ich habe nicht im Lotto gewonnen, Sir. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.